diese pittoreske Lage in so einem kleinen Wäldchen in der Mitte von einem Block mit 200 Wohnungen ist natürlich schon auch sehr speziell. Von der Straße aus blickt man in einen Hinterhof. Wie Dutzend andere auch in Darmstadt. Sollte man meinen. Aber hier, hinter Bäumen und Sträuchern, befindet sich das architektonische Kleinod und Zuhause von Richard Neuber. Wie es anfing, das ist eigentlich sehr skurril, weil ich habe das eigentliche Haus gekauft und dieses Ding, das waren so 2 Lagerhallen, wo die Handwerker früher so ihre Materialien gelagert haben. Das gab es mit dazu. Und das sind natürlich spannende Geschichten, weil es natürlich für einen Planer sehr schön, wenn er eine hässliche Situation so ein bisschen drehen kann, dass dann irgendwas entsteht, was schön ist und was einen Nutzen hat. Der Architekt puzzelt sein kleines zweistöckiges Haus in den Innenhof. Was vom ehemaligen Lager bleibt, sind die Ziegelmauer der Rückwand und die rohe Betondecke im Erdgeschoss. Küche, Ess- und Wohnzimmer und sogar ein kleines Gäste-WC sind hier auf 40 Quadratmeter vereint. Was direkt ins Auge fällt, sind die großen Fensterflächen. Wenn man hier rausschaut, möchte man möglichst ungehindert rausschauen. Also einfach, man guckt ins Grüne. Da möchte ich 100% das Gefühl haben, dass ich sozusagen schon Teil des Grünen bin. In diese Richtung sieht es ein bisschen anders aus. Da brauche ich so ein bisschen eine Abgeschirmtheit, weil natürlich dann viele Leute, wenn sie es wollten, könnten sie von den ganzen Häusern in den Grundriss schauen, was durch diese Wand wirklich ziemlich wirksam auch verhindert wird. Die Fassade und auch den kleinen Vorgartenbereich gestaltet Richard Neuber ganz frei. Er entscheidet sich für eine Art, die vor allem in Japan äußerst bekannt ist. Kleines Grundstück, große Wirkung. Die Japaner waren schon immer unheimlich geschickt, mit kleinen Flächen zu agieren. Heißt, das Innere nimmt von dem Äußeren etwas optisch mit und umgekehrt ist es auch. Also es wäre natürlich kein so besonders schöner Garten, wenn jetzt hier überall Betonmauern wären. Da wäre es einfach sehr klein. Und umgekehrt wäre es natürlich auch für den Esstisch eine sehr bedrängte Situation räumlich, wenn es diesen Garten nicht gäbe. Deshalb gibt es hier nur ein paar luftige Zäune, Hecken und Sträucher, in denen Vögel wohnen dürfen. Und sogar einen kleinen Teich. Wasser vergrößert die Distanz. Also wenn ich jetzt sage, das wäre jetzt gekiest oder ein Rasen, dann wäre die Grundstücksgrenze viel näher, rein optisch gesehen. Wenn wir jetzt die Tür aufhaben, dient dann natürlich dazu, dass wir das Gefühl haben, dass wir mit unserem Esstisch direkt an einem Ufer sitzen von einem kleinen Gewässer. Das Gärtchen hat sein Sohn Nico geplant und gestaltet. Er studiert Gartenbau und hat auch mal eine Zeit lang im Vorderhaus gewohnt. Durch den Neubau entsteht plötzlich eine Verbindung zwischen den Häusern, denn oben teilen sie sich quasi eine Terrasse. Ich hatte so die letzte Schraube in dieses Daybed reingedreht und hatte so eine kurze Hose an, bin dann im Prinzip nur die 2 Meter ins Schlafzimmer, habe mir eine lange Hose angezogen und dann kam ich wieder raus und dann saßen da schon 5 Leute mit Musik, mit Mojitos und ja, nett. Ich weiß gar nicht, ob ihr einen für mich gemacht hattet. Bestimmt. Bestimmt 2. Neben der Dachterrasse bietet der erste Stock noch Platz zum Schlafen und zum Arbeiten. Der Luftraum im Boden schafft eine Verbindung zwischen unten und oben. Und die Fenster natürlich zur Umgebung. Manchmal sieht man auch Leute kommen, das sind nette Nachbarn, die winken und dann gehen wir mal runter und erzählen uns ein bisschen was oder so, oder trinken mal einen Kaffee zusammen. Ich finde es schön. Also wenn es mich persönlich stören würde, dann würde ich einfach da ein Stahlseil spannen und würde den Vorhang auch einfach weitergehen lassen. Das finde ich so schön. Also man kann die Intimität bestimmen, aber wenn man es großzügig machen möchte, ist es einfach so. Alles Nötige auf kleinem Raum unterzubringen, ist eine Kunst für sich. Für einen begeisterten Koch ist natürlich die Küche sehr wichtig. Was auf den ersten Blick übersichtlich erscheint, bietet Richard Neuber alles, was er braucht. Witzigerweise, obwohl das Haus noch nicht so alt ist, ist das schon die 2. Küche. Ich hatte eigentlich immer eine Küche mit einem Block und dachte, naja, es könnte auch sein, dass hier der Esstisch ist. Und dann hatte ich da eine Chaiselongue, das war natürlich auch sehr nett. Aber ich hatte dann letzten Endes nur hier eine Küchenzeile und ich habe oft Gäste und es ist gerade so wie hier die Situation, die Menschen stehen da und ich koche irgendetwas und so, das hat mir dann doch schon irgendwie gefehlt.
72 Quadratmeter, ein Dreivierteljahr Bauzeit und 150.000 € Baukosten. Seit 2020 lebt Richard Neuber seinen eigenen kleinen Baulückentraum. Eine ehemalige Mitarbeiterin war kurz hier, hat sich das angeguckt und sagte, das ist das Apartment eines großen Jungen. Und so empfinde ich das irgendwie auch. So ein bisschen Spielerisches soll da immer in so Sachen drin sein. Wir haben oft hier Gäste, die Nachbarn kommen. Das ist gut. Und wenn es abends dämmert, entsteht noch ein besonderer Zauber hier im Innenhof. Fernöstliches Flair, mitten in Darmstadt.